Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch den italienischen Maschenanschlag. Diese Methode eignet sich besonders gut für Bündchen im 1x1 Rippenmuster, also ideal für Socken, Mützen oder Pullover. Sie sieht nicht nur elegant aus, sondern ist auch wunderbar elastisch und fast unsichtbar. Also schnapp dir schnell deine Stricknadeln und etwas Wolle und stricke gleich mit mir mit. Damit der Anschlag gelingt, braucht ihr ein langes Fadenende, etwa 3-mal so lang wie eure geplante Anschlagskante. Rechnet ruhig ein bisschen extra ein, damit es auf jeden Fall reicht. Beginnt mit einer Anfangsschlinge auf der Nadel. Nehmt die Nadel zwischen Zeigefinger und Daumen und dreht sie vom Daumen zum Zeigefinger. Das ist unsere Anfangsschlinge. Und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Anschlag. Ihr geht mit der Nadel von unten durch und holt euch den Daumenfaden. Das ergibt später eine linke Masche. Dann geht ihr wieder von unten durch und holt euch den Faden vom Zeigefinger. Das ergibt später eine rechte Masche. Das Ganze wiederholt ihr dann im Wechsel. Ich zeige es euch noch einmal ganz langsam zum Mitmachen vor. Von unten durch den Daumenfaden holen. Und wieder von unten durch den Zeigefingerfaden holen. Von unten durch den Daumenfaden holen. Von unten durch den Zeigefingerfaden holen. Daumen, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger. Und das macht ihr so lange, bis ihr die gewünschte Maschenanzahl erreicht habt. Ein letztes Mal der Zeigefinger. Und zum Schluss lege ich mir einfach vom Daumen eine verdrehte Schlaufe auf die Nadel. Die Schlaufen auf der rechten Nadel gut festhalten, unter den Daumen einstechen und auf die Nadel gleiten lassen. Den Faden festziehen. Um jetzt die erste Reihe zu stricken, dreht ihr euer Strickstück vorsichtig um. Achtet darauf, dass sich keine Masche verdreht oder herunterfällt. Die allererste Masche wird hier rechts gestrickt.
Vergiss nicht, die Schlaufen auf deinen Nadeln immer gut festzuhalten und dann geht es weiter mit dem Muster. Eine Masche links abheben, dabei bleibt der Faden vor der Arbeit. Eine Masche rechts verschränkt stricken. Und das wiederholt ihr, bis nur eine Masche übrig ist. Eine Masche links abheben. Eine Masche rechts verschränkt stricken. Eine Masche links abheben und eine Masche rechts verschränkt stricken. Eine Masche links abheben und eine Masche rechts verschränkt stricken. Links abheben, rechts verschränkt stricken. Die letzte Masche wird ebenfalls links abgehoben mit dem Faden nach vorne. Nach dieser Anschlagsreihe stricken wir noch 2 Zusatzreihen, bevor wir mit dem Bündchenmuster beginnen. Es gibt auch Leute, die nur eine Zusatzreihe stricken oder sogar 3. Mir persönlich gefällt es mit 2 einfach am besten. Also Zusatzreihe 1. Die Randmasche ab jetzt immer rechts verschränkt stricken. Dann eine Masche links abheben, der Faden bleibt vorne. Eine Masche rechts stricken. Wiederholen, eine Masche links abheben, der Faden bleibt vorne. Eine Masche rechts stricken. Die letzte Masche ist unsere Randmasche, die heben wir einfach nur links ab, also mit Faden nach vorne. Die zweite Zusatzreihe geht genauso wie die erste. Randmasche verschränkt stricken. Eine Masche links abheben, der Faden bleibt vorne. Eine Masche rechts stricken. Wiederholen. Die letzte Masche wieder links abheben mit dem Faden nach vorne. Und jetzt ist unser runder Maschenanschlag fertig und es geht weiter im ganz normalen 1×1 Rippenmuster, eine Masche links und eine Masche rechts im Wechsel. Die erste und letzte Masche stricke ich als Randmaschen. Ich mache hier weiterhin den Kettrand, das heißt, die erste Masche wird rechts verschränkt gestrickt, die letzte Masche wird links abgehoben mit dem Faden vorne.
Wenn ihr in der Runde stricken möchtet, empfehle ich euch Folgendes. Strickt den Maschenanschlag zuerst in Reihen, also hin und zurück auf einer geraden Nadel, genauso wie ich es euch hier gezeigt habe. Und sobald ihr dann ein paar Reihen gestrickt habt, könnt ihr die Maschen auf ein Nadelspiel oder eine Rundstricknadel verteilen und dann in Runden weiter stricken. Das geht nämlich viel einfacher. Die kleine Lücke, die entsteht, könnt ihr ganz einfach mit einer Wollnadel schließen. Und auch ich stricke meinen italienischen Maschenanschlag seit Jahren nur mal in Reihen. Nicht nur, weil es einfacher geht, sondern weil es bei mir auch viel besser aussieht. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und natürlich über ein Abo. Und wenn du jetzt noch die Glocke aktivierst, verpasst du auch keine neuen Videos von mir. Viel Spaß beim Stricken und alles Liebe, deine Andrea.